tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses and rapture at our fingertips. These confessions of dejection. Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Wie ihr seht, bin ich wieder draußen. Ich habe mir hier ein gemütliches Lager aufgebaut. Es ist schönes Wetter, die Natur sprießt, die Vögel zwitschern. Es ist einfach herrlich hier draußen. Und ich möchte heute die Gunst der Stunde nutzen, um euch mal wieder was Neues vorzustellen. Und zwar, wie ihr euch draußen beim Bushcraft organisieren könnt. Und zwar mein Bushcraft Organizer. Hier hängt das gute Stück. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Intro gesehen. Ja, und jetzt werde ich euch mal erzählen, wie der gemacht wird und woraus der besteht. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also der Bushcraft Organizer besteht eigentlich hauptsächlich aus einem Stück geknoteten Paracord. Das geht hier runter. Da hängt die Ausrüstung dran. Ja, hier oben habe ich noch, mal sehen, ob man es von der Seite besser sieht, hier ein Knebel ran gemacht zum Befestigen. Das zeige ich aber gleich noch im Detail. Und ihr habt hier alle 10 cm einen Knoten und da könnt ihr eure Ausrüstung einhängen. Hier seht ihr das schon. Da unten hängt die Axt. Ja, und die Funktionsweise ist relativ einfach. Ihr habt ja die Lanyards und da habt ihr hier hinten diesen Knoten dran. Ja, und das ist eigentlich nichts anderes. Jetzt habe ich mal hier das Messer abgehangen. Man macht das einfach hier zwischen. Das ist wie so ein Knopfloch. Zieht das hier durch und dann hakt sich das ein und ist fest. Also ihr könnt das hier ruckzuck abnehmen. Dann habt ihr euer Messer. Und wenn ihr das wieder aufhängen wollt, in einer beliebigen Höhe, macht ihr das einfach hier durch, zieht das fest und schon hängt euer Messer wieder am Stock. Hier oben auf der anderen Seite vom Knebel ist auch noch mal ein Stück Paracord übrig. Das ist auch verknotet. Da ist das gleiche Prinzip. Da könntet ihr jetzt auch noch mal was aufhängen. Ich hänge jetzt mal hier die Handschuhe ein. So, schon hängen meine Handschuhe. Oder ihr könnt auch, ich nehme es nochmal ab, andere Gegenstände einhängen, die kein Lanyard haben. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal meine Kopfleuchte, die möchte ich jetzt hier befestigen. Die kann ich auf der Seite hier auch einfach so einhängen und das hier oben um den Knebel machen und schon hängt die Taschenlampe. Auf der Seite, wie gesagt, alle 10 cm könntet ihr was einhängen. Ich habe es von der Länge so gemacht, dass nicht zu lang ist, dass euch das Paracord nicht auf dem Boden hängt und Feuchtigkeit zieht. Ja, und wie ihr seht, könnt ihr euch so wunderbar draußen beim Arbeiten organisieren. Ihr habt eure Sachen am Mann, ihr könnt es wieder hinhängen, ihr könnt es umschichten. Ihr seid da total flexibel. Und wie gesagt, es kostet nicht viel und es macht nicht viel Arbeit. Ist wirklich eine praktische Sache. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich jetzt mal alle Sachen hier ab, dass wir uns mal den eigentlichen Organizer anschauen können. Leg das mal hier runter. Ihr könnt auch hier solche Packsäcke einhängen, ist kein Problem. So, jetzt sind die Sachen alle weg. Dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Ja, wie ihr seht, ist das einfach Paracord doppelt geführt und alle 10 cm ist ein Knoten und in diese Zwischenräume könnt ihr dann euer Gear einhängen.
Jetzt zeige ich euch nochmal hier oben die Befestigung im Detail und zeige euch mal, was man damit alles noch machen kann. Dann schauen wir uns die Befestigung mal im Detail an. Also hier ist dieser Seilspanner, den könnt ihr hier ganz einfach lösen. Und schon habt ihr das Ganze ab. Das heißt, ihr müsst auch mit dem Seil nicht irgendwo durchfädeln. Ihr könnt es einfach um den Ast legen und das festziehen. Ja, so sieht das hier eigentlich aus am Paracord. Das ist hier einfach durchgesteckt, das ist lose. Hier ist das Stück Paracord mit den 10 cm Knoten, um die Sachen einzuhängen. Ja, und wenn man das jetzt, sage ich mal, festmachen will, dann zieht man einfach hier die Schlinge raus, ein Stück, geht hier rum und spannt es mit dem Spanner. Zack, und fest ist das Ganze. Den Toggle verlieren könnt ihr nicht, weil ja hier hinten ein Knoten ist. Das heißt, ihr könnt den auch nicht verlieren. Und wenn ihr am Ast zum Beispiel hier noch irgendwie was überstehen habt, könnt ihr das natürlich auch ganz normal hier einhängen. Das geht natürlich genauso gut. Ihr müsst den Spanner nicht benutzen. Dann habt ihr hier praktisch den ersten Knoten. Das zieht sich selber zusammen. Das ist hier diese Verbindung, die lose, die wir gemacht haben, um den Spanner zu benutzen. Die ist jetzt aber gleichzeitig auch zum Sortieren so. Und jetzt kommt wieder unser Knotenparacord und ihr könnt hier wieder wie gewohnt eure Sachen einhängen. Also wie ihr seht, die Aufhängung ist multifunktional, aber das war noch nicht alles. Ihr könnt das natürlich auch direkt am Paracord befestigen. Will ich zum Beispiel meine Ausrüstung hier vorne an der Spitze vom Tarp aufhängen, muss ich eigentlich nur hier einmal um das Paracord gehen. So. Ist ein bisschen schwierig jetzt ohne Stativ mit einer Hand. So, und dann geht der hier einfach so um den Knebel. Seht ihr das? Und dann könnt ihr das festziehen. Und schon hängt das wieder. Und ihr könnt jetzt eure Ausrüstung hier am Baum aufhängen. So, jetzt machen wir das noch einmal hier am Stock wieder fest. Das heißt, diese Verbindung hier, die schieben wir ein bisschen auseinander. Dann haben wir hier praktisch das Seil, das andere hängt da dran. Und dann geht man einfach hier rum, nimmt den Spanner, steckt den hier durch und zieht das Ganze fest. Und schon ist das wieder befestigt und hält. Das heißt, ihr müsst hier auch nichts durchfädeln oder sonstige Sachen machen. Zur Not könnt ihr sogar eine Trinkflasche daran befestigen, weil die Abstände ja groß genug sind, um andere Sachen auch durchzubekommen. Und schon hängt zum Beispiel auch eure Trinkflasche. So, ich habe meine Ausrüstung wieder angehangen, hat alles wieder seinen Platz. Ja, so ein Organizer erleichtert das Lagerleben doch schon um einiges. Ihr findet die Sachen einfach schneller. Ja, was gibt's dazu sonst noch zu sagen? Eben, ihr habt halt den Vorteil, ihr müsst euch nicht irgendeinen Ast oder eine Stange suchen, die Verästelung hat, um eure Sachen da einzeln aufzuhängen. Ihr braucht einen Hängepunkt und schon habt ihr eure ganze Ausrüstung aufgehangen. Das ist einfach ein Riesenvorteil, das ist mega praktisch. Und wie gesagt, wenn ihr nur einen Plattenstock findet, ist auch kein Problem. Ihr habt ja diese Prusik-Funktion mit dem Spanner. Ihr könnt zur Not auch sogar zweimal rumgehen und dann festspannen und dann hängt euer Zeug. Das ist einfach praktisch. Ja, vom Platz und vom Gewicht brauchen wir nicht drüber reden. Ist ein Stück Paracord und ein Stückchen Holz. Also das könnt ihr zur Not sogar draußen selber bauen. Ihr könnt auch einen Ast nehmen anstatt so ein Buchenholzstück und bohrt da mit einer Ahle vom Schweizer Messer ein Loch durch. Dann könnt ihr das auch so machen. Also das ist eigentlich gar kein Problem. Ja, sehr viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Einfach, wie gesagt, eine praktische Sache. Ja, ich würde sagen, ich genieße jetzt hier noch ein bisschen mein Lager und die Natur, werde mir noch einen Kaffee kochen. Und dann packe ich alles zusammen, fahre nach Hause und gehe in die Werkstatt. Und dann sehen wir uns zum zweiten Teil. Und zwar zeige ich da nochmal explizit ganz genau, wie ich das Teil gebaut habe, dass ihr das nachbauen könnt mit ein paar Tipps und Tricks noch dazu. Ja, und da sehen wir uns dann gleich wieder. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich.
tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead. So Leute, zurück aus der Wildnis, wieder in der Werkstatt. Ja, und jetzt werde ich euch das mit dem Bushcraft Organizer nochmal im Detail zeigen, weil das hat sich da draußen wirklich ein bisschen schwierig gemacht, a vom Licht und auch mit dem Stativ. Ja, ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr den nachbauen könnt. Ich gehe nicht ganz so ins Detail, ich meine, das ist klar, eine Knotenschnur kriegt jeder hin, aber ich gebe noch so ein paar Tipps und Anhaltspunkte, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Für einen Bushcraft Organizer benötigen wir hier ein Stück Paracord 80 cm oder zwischen 70 und 80. Das ist eine gute Länge. Das ist hier für die Befestigung, für den Knebel. Dann brauchen wir circa 3 Meter Paracord für den Bushcraft Organizer. Das kommt halt je auf die Knotenanzahl an, aber das ist eine gute Länge. Wie gesagt, wenn er zu lang wird, ja, dann hängt euch das Ding, wenn der Stock nicht so lang ist, am Boden. Also ich habe jetzt hier 7 Aufhängepunkte bei meinem und das reicht vollends für mich. Ja, zu guter Letzt braucht er noch hier so einen Bushcraft Seilspanner. Wer nicht weiß, wie die gehen oder wie die funktionieren, der kann gerne mal das Video bei mir gucken. Bushcraft Seilspanner aus Buchenholz. Da ist detailliert beschrieben, wie man die Dinger macht. Ja, okay. Gut, dann fangen wir mal an. Dann nehmen wir mal hier erstmal den Knebel. So, da macht ihr hier hinten einfach, nehmt ihr das doppelt und macht einen Knoten rein. So. Das ist eigentlich schon der Knebel. Dann kommt hier der Seilspanner rüber. Bisschen durchdrehen. So. Durchziehen. So, das ist eigentlich schon das obere Teil. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Bushcraft Organizer knoten. Dazu nehmen wir uns jetzt hier unser 3 Meter Paracord-Stück, legen das doppelt, schauen, dass es gleich lang bleibt an den Enden, damit wir dann mit den Knoten bis nach unten knoten können. So, hier ist also die Mitte. Ja, und dann legen wir einen ersten Knoten. Und der muss circa, oder nicht circa, kommt natürlich darauf an, wie genau ihr das haben wollt. Also ich habe ja den Knotenabstand alle 10 cm gewählt. Das heißt, der Knoten ist circa 1 cm dick hier von der Höhe. Und da müsste das Stück davor also 9 cm sein. Das kann man, wenn man das genau haben möchte, mit dem Zollstock ausmessen. Oder, wie ich das gemacht habe, ich habe mir eine kleine Hilfe gemacht und die zeige ich euch jetzt. Anstatt das mühsam mit dem Zollstock abzumessen, habe ich mir einfach aus dem alten Pappkarton einen Pappstreifen geschnitten und den auf eine Länge von 9 cm gebracht. Und so habe ich einfach ein Maß, das kann ich hier einlegen. Seht ihr das? Dann kann ich das hier festhalten, dann kann ich den Knoten hier genau bis ranbringen, kann das ausrichten. So. Schön auslegen das Ganze, dass das nachher gut liegt. So, und dann habe ich schon meinen ersten Abstand. Wichtig ist auch, wenn ihr die Knoten bindet, damit es nachher schön aussieht, dass ihr immer in die gleiche Richtung knotet, sonst habt ihr nachher so eine Sprünge da drin. So, jetzt mache ich das erstmal Pi mal rund hier. Gucken wir mal, dass es so in etwa passt. Dann nehme ich wieder meinen Pappstreifen, kann das hier wieder schön ranziehen und so komme ich genau auf den Abstand. Und ruckzuck habt ihr euer Knotenparacord sauber und ordentlich fertig. Wichtig beim ersten Knoten ist, dass es auch wirklich in der Mitte liegt, dass ihr hier am Ende von dem Paracord dann 2
möglichst gleich lange Enden bekommt. Nicht, dass das nachher zum Schluss so aussieht und euch dann hier ein Stück fehlt. Also da würde ich drauf achten. Habt ihr das dann einmal hier auf der richtigen Länge, bleibt das ja. Mit jedem Knoten bleibt es gleich und ihr kommt bis zum Ende durch. Ein bisschen Versatz ist immer drin. So, ich habe jetzt mal hier schon ein paar Knoten reingemacht. Ich knote es jetzt nicht bis zum Ende, ist ja nur zum Zeigen hier das Ganze. Ja, dann ist die Frage, wie bekommen wir jetzt den Spanner hier an den Bushcraft Organizer? Ist ganz einfach. Wir legen das hier einmal rum durch die Schlaufe und ziehen es hier durch. Ganz simpel. So, und da haben wir unsere Verbindung. So, und das ist das, was wir jetzt hier praktisch, das geht nach unten weg, das ziehen wir durch. Und hier kommt dann der Spanner durch. So. Ja, und das war's schon. Und schon ist euer Bushcraft Organizer fertig. Was ich im Wald nicht so simulieren konnte, ist die Prusik-Funktion von dem Spanner. Und zwar könnt ihr damit den Organizer auch an einer glatten Oberfläche befestigen. Ich habe jetzt hier mal beispielsweise einen Trekkingstock in den Schraubstock eingespannt. Das wäre jetzt hier sozusagen unsere Tabstange. Und da könnt ihr dann praktisch hier einfach zweimal rumgehen. So. Und dann das Ganze wieder wie gewohnt festziehen. Noch ein bisschen ausrichten. So. Und jetzt ist das Ganze schön festziehen. Wie ein Prusikknoten, das hält bombenfest. Ich zeige das Ganze noch vom Namen. Also hier wieder, wie gehabt, unsere Schlaufe nehmen. So, und dann geht ihr hier zweimal rum. Einmal, zweimal und dann zieht ihr den Spanner wieder fest. Dann aufpassen, dass das hier richtig liegt. So, so, dann können wir das noch ausrichten. Und festgezogen. Und jetzt klemmt dieser Knoten. Und das ist bombenfest. Das Lösen, wieder das gleiche hier hinten zum Öffnen. Da muss ich auch noch sagen, macht den Knebel hier nicht zu lang, wenn ihr euch das draußen im Wald baut. Ich habe hier 3,5 cm. Also macht nicht länger wie 4, sonst lässt ihr das nachher nicht hier rausdrehen. Dann habt ihr so ein Riesenstück und kriegt die Schlaufe nicht mehr rüber. Ich habe jetzt nochmal mein Messer hier eingehangen. Und wie ihr seht, es sitzt bombenfest, also auch am glatten Trekkingstock dank der Prusik-Funktion gar kein Problem. Ja, mehr gibt es zu diesem Bushcraft Organizer eigentlich auch nicht zu sagen. Ich hoffe, das war wieder ein interessantes Video für euch und wieder für den einen oder anderen was zu basteln. Ich würde mich an dieser Stelle hier von euch verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.